Seit unzähligen Jahren hält sich der hartnäckige, fast schon eiserne Glaube, dass ein permanent eingestecktes Ladekabel den Akku deines Laptops unweigerlich zerstört. Der gängige Ratschlag von angeblichen Experten lautete immer, das Gerät regelmäßig vom Strom zu trennen, die Batterie fast vollständig zu entleeren und sie nur bei zwingendem Bedarf wieder aufzuladen. Wenn du dich heute jedoch in modernen Büros, Universitäten oder heimischen Arbeitszimmern umsiehst, wirst du unweigerlich ein grundlegend anderes Bild feststellen. Die überwältigende Mehrheit der Laptops bleibt beinahe ununterbrochen mit der Steckdose verbunden und dennoch funktionieren diese teuren Maschinen über viele Jahre hinweg makellos. Was genau passiert also im Verborgenen hinter dem flachen Bildschirm deines Computers? Ist dieses permanente Aufladen wirklich der sichere Tod für deine Batterie oder klammern wir uns schlichtweg an einen längst überholten Mythos aus einer vergangenen Ära der Technik? Moderne Laptops sind mit einer beispiellosen, unsichtbaren Intelligenz ausgestattet, die das Management von elektrischer Energie von Grund auf revolutioniert hat. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum alte Ratschläge für moderne Batterien ein physikalisches Todesurteil bedeuten. Wir klären, wie ein verborgener Mikrochip den Stromfluss in Mikrosekunden umleitet und warum die Hitze deines Prozessors der wahre, unbarmherzige Feind deines Akkus ist. Wenn du die komplexe Architektur und die chemischen Geheimnisse hinter unseren alltäglichsten Geräten verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um die Herkunft dieses weitreichenden Mythos zu begreifen, müssen wir einen Blick auf die chemische Vorgeschichte unserer Elektronik werfen. In den frühen Jahrzehnten der tragbaren Computer bestanden die Batterien fast ausschließlich aus Nickel-Cadmium oder Nickel-Metallhydrid. Diese veralteten chemischen Zellen litten unter einem fundamentalen, zerstörerischen Phänomen, das in der Wissenschaft als Memory-Effekt bekannt ist. Wenn man diese alten Batterien immer wieder auflud, bevor sie vollständig entleert waren, bildeten sich im Inneren winzige Kristalle auf den metallischen Platten. Die Batterie merkte sich diesen unvollständigen Zyklus und verlor schlagartig und unwiderruflich einen großen Teil ihrer nutzbaren Kapazität. Aus dieser physikalischen Schwäche heraus entwickelten die Menschen die eiserne Gewohnheit, ihre Geräte erst dann ans Netz zu hängen, wenn der Bildschirm bereits flackerte. Die heutigen Laptops nutzen jedoch ausnahmslos hochmoderne Lithium-Ionen-Batterien, welche einer grundverschiedenen chemischen Logik folgen. Diese fortschrittlichen Zellen kennen schlichtweg keinen Memory-Effekt und verzeihen ein unregelmäßiges Aufladen völlig mühelos. Tatsächlich ist für diese Batterien das exakte Gegenteil des alten Ratschlags zutreffend. Lithium-Ionen hassen unbarmherzige Extreme und leiden massiv, wenn sie ständig zwischen 0 und 100% hin und her gezwungen werden. Sie fühlen sich aus chemischer Sicht am wohlsten, wenn ihre Ladung dauerhaft in einem entspannten mittleren Bereich gehalten wird. Tief in der Architektur deines Laptops sitzt ein hochkomplexes Batteriemanagementsystem, das als unbestechlicher Wächter über diesen chemischen Zustand fungiert. Dieses System überwacht ununterbrochen die anliegende Spannung, die mikroskopische Temperatur und den genauen Ladezustand der Zellen, um jeglichen physischen Schaden abzuwenden. Ein hartnäckiger Irrglaube besagt, dass unentwegt weiterer Strom in die Batterie gepumpt wird, sobald diese die Marke von 100% erreicht hat. Die Menschen stellen sich vor, dass die Batterie wie ein überfüllter Wasserballon unaufhörlich weiter unter Druck gesetzt wird, bis sie chemisch kollabiert. Glücklicherweise funktioniert ein moderner Computer grundlegend intelligenter. Sobald der Ladezustand sein definiertes Maximum erreicht, kappt die elektronische Schaltung die Verbindung zur Batterie vollkommen. Der Laptop bezieht seine lebenswichtige Energie ab diesem exakten Moment direkt aus dem Netzteil an der Wand. Die Batterie tritt buchstäblich beiseite, legt sich zur Ruhe und wird zu keinem einzigen Zeitpunkt weiter belastet. Erst wenn die Kapazität durch natürliche Selbstentladung um wenige Prozentpunkte gesunken ist, lässt das System einen kurzen, schonenden Stromstoß zu. Wenn dein Laptop also dauerhaft eingesteckt ist, lädt er beileibe nicht pausenlos auf, sondern nutzt das Kabel lediglich als direkte, stationäre Stromquelle. Der maßgebliche Faktor, der eine Lithium-Ionen-Batterie unweigerlich altern lässt, ist nicht die Zeit am Kabel, sondern die harte Mathematik der Ladezyklen. Ein voller Ladezyklus ist genau dann abgeschlossen, wenn du eine Energiemenge verbraucht hast, die 100% der Batteriekapazität entspricht. Das muss beileibe nicht an einem einzigen Tag geschehen. Wenn du an einem Tag 50% verbrauchst, das Gerät auflädst und am nächsten Tag erneut 50% nutzt, ergibt das zusammen exakt einen physikalischen Zyklus.
Jede Batterie wird in der Fabrik für eine begrenzte Lebensdauer konstruiert, die meist zwischen 300 und 1000 dieser vollen Zyklen liegt. Jedes Mal, wenn du deinen Laptop bewusst vom Kabel trennst und ihn auf 0% leerst, opferst du einen dieser wertvollen Zyklen völlig umsonst. Wenn das Gerät hingegen am Netzstrom verbleibt, nutzt du keinen einzigen dieser Zyklen und verlangsamst den unvermeidlichen Verschleiß der chemischen Zelle signifikant. Wenn das dauerhafte Einstecken also nicht das Problem ist, was zerstört diese teuren Batterien dann in der Realität? Der mit Abstand größte und gnadenloseste Feind der Lithium-Ionen-Technologie ist die Hitze. Hohe Temperaturen beschleunigen die chemischen Reaktionen im Inneren der Batterie auf eine unkontrollierbare und schädliche Art und Weise. Diese parasitären Reaktionen fressen die nutzbare Kapazität der Zelle unaufhaltsam auf. Wenn du aufwendige Videobearbeitung betreibst oder anspruchsvolle Spiele spielst, generieren der Prozessor und die Grafikkarte deines Laptops enorme Mengen an Abwärme. Diese stählerne Hitze strahlt unweigerlich auf die nahegelegene Batterie ab und lässt sie schneller altern, als es jedes Ladekabel jemals könnte. Die oberste Priorität für ein langes Leben deines Geräts ist also nicht das ständige Ziehen des Steckers, sondern eine freie und ungestörte Luftzirkulation der eingebauten Lüfter. Viele große Technologiekonzerne haben die physikalischen Grenzen dieser Zellen längst erkannt und ihre Software entsprechend angepasst. Unternehmen wie Apple, Dell oder Lenovo integrieren heute intelligente Ladesysteme, die das Verhalten des Nutzers maschinell erlernen. Wenn das System erkennt, dass der Laptop ohnehin fast den gesamten Tag auf einem Schreibtisch steht, verweigert es schlichtweg die volle Ladung. Die Software riegelt den Ladevorgang bei schonenden 80% künstlich ab und hält die Batterie genau in dieser chemischen Komfortzone. Dieses meisterhafte Design reduziert den internen Stress der Ionen massiv und kann die Gesamtlebensdauer der Batterie um viele Jahre verlängern. Trotz all dieser brillanten Automatisierung gibt es vereinzelte, seltene Situationen, in denen das Entladen der Batterie einen technischen Nutzen erfüllt. Ein gelegentliches, behutsames Entladen auf etwa 30 oder 40% hilft dem internen Kontrollsystem dabei, sich selbst neu zu kalibrieren. Das System lernt dadurch, den genauen chemischen Zustand der Zellen neu zu bewerten, wodurch die Prozentanzeige auf deinem Bildschirm maßgeblich präziser bleibt. Zudem solltest du das Gerät zwingend vom Stromnetz trennen, wenn der Akku beim Laden aus unerklärlichen Gründen bedrohlich heiß wird. Aber diese Schritte dienen lediglich der feinen Wartung der Sensoren und sind beileibe keine starren täglichen Gesetze mehr. Das manuelle Mikromanagement deiner Elektronik, wie es in den 90er Jahren zwingend notwendig war, gehört heute schlichtweg der Vergangenheit an. Moderne Laptops sind architektonisch darauf ausgelegt, ihre empfindlichen Zellen selbstständig und mit beispielloser Präzision zu beschützen. Sie schalten den Strom bei voller Ladung ab, umgehen die Batterie geschickt und fürchten nichts mehr als eine wiederholte, tiefe Entladung. Solange dein Gerät auf einer kühlen, harten Oberfläche steht und ungehindert atmen kann, ist das permanente Ladekabel nicht sein Feind. Es ist in Wahrheit der verlässlichste Beschützer, den seine begrenzte chemische Lebensdauer haben kann.